Viele, die sich vorstellen können, auszuwandern, fragen sich, wann der richtige Zeitpunkt für diese Auswanderung ist. Soll ich eigentlich erst gehen, wenn so in Deutschland alles richtig schlecht wird, wenn Deutschland so praktisch am Abgrund steht? Oder soll ich schon vorher gehen, also zum Beispiel jetzt? Und mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video beschäftigen. Keine Frage, die Deutschen, und das Gleiche gilt natürlich auch für Österreicher und Schweizer, sie sind sehr verwurzelt. Es fällt vielen von uns schwer, Deutschland zu verlassen, der Heimat den Rücken zu kehren. Man kann sich eben nicht so ohne weiteres vorstellen, dass man im Ausland ein Leben findet, das vielleicht genauso gut ist oder noch besser als das, was man in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat. Deswegen sagen sich viele, naja, vielleicht brauche ich einen Plan B, und wenn es dann so richtig schlimm wird in Deutschland, also was weiß ich, wenn Sie das gesamte Vermögen hier konfiszieren, es kommt eine Vermögensteuer oder die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft oder es kommt Krieg oder was auch immer, dann werde ich gehen, aber vorher nicht. Andere sehen es vielleicht nicht ganz so extrem, aber schieben dennoch den Wegzug eigentlich auf die lange Bank, weil sie sich sagen, dass es ja ohnehin keinen Unterschied macht. Man kann ja immer noch auswandern später. Man hat ja jederzeit die Möglichkeiten dazu. Und es gibt im Grunde genommen keinen Nachteil, wenn man später geht. Da ist natürlich in gewisser Weise was dran. Später zu gehen ist sicherlich besser als nicht zu gehen. Das ist völlig klar. Aber wir befinden uns ja in einer Zeit, wo die staatliche Kontrolle immer weiter zunimmt. Das heißt, je länger du bleibst, desto mehr dieser staatlichen Kontrollmaßnahmen betreffen dich ja. Desto dicker wird deine Akte, die der Staat über dich hat, der ja immer mehr Dinge über dich aufzeichnet, der immer mehr Dinge über dein Verhalten, deine Finanzen, dein Aufenthaltsort, dein Vermögen und so weiter in großen Datenbanken speichert, speichern darf, speichern muss. Und diese Daten bleiben ja erhalten, wenn du Deutschland verlässt. Es ist ja nicht so, dass die gelöscht werden. Das heißt, hier werden gewaltige Datenmengen über dich aufgebaut, und je später du gehst, desto mehr Daten, desto mehr Details werden es natürlich. Ich mache mal ein Beispiel anhand meines eigenen Wegzuges. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen, also im Jahr 2000. Das war, bevor das Finanzamt noch so ohne weiteres auf Konten zugreifen konnte. Dieses Gesetz gibt es erst seit 2002, wo im Grunde genommen die Finanzämter und alle möglichen anderen Behörden auch, und wenn du die Liste siehst, dann wird es ja gerade schlecht, auf Kontodaten zugreifen können, ohne dass selbst die Banken davon Kenntnis haben. Die Banken müssen nämlich gesonderte Datensätze zur Verfügung stellen. Das heißt, im Grunde genommen greifen die Ämter gar nicht direkt auf die Banken zu, sondern eben auf diese Spezialsysteme, die die Banken mit Daten befüllen. 2007 wurde dann die zentrale Steueridentifikationsnummer eingeführt. Auch das hat mich nicht betroffen, weil ich ja im Jahr 2000 schon gegangen bin. Also ehrlich gesagt, ich bin natürlich als sehr junger Mensch aus Deutschland weg. Ich hatte sowieso kein Vermögen, ich habe sowieso nichts verdient. Das heißt also, das war für das Finanzamt sowieso nicht interessant, aber mal ganz davon abgesehen. So, und 2016 wurde dann der automatische Informationsaustausch eingeführt. Und das sind 3 konkrete Beispiele, wo der deutsche Staat in den letzten 25 Jahren hier Daten gesammelt hat. Und natürlich die zentrale Steuernummer hilft auch bei der Datenabfrage und bei der Strukturierung von Daten. So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was in den nächsten Jahren passieren wird, und ich rede jetzt nicht von Verschwörungstheorien, ich rede jetzt nur von Dingen, die jetzt tatsächlich geplant sind und auf Seiten der EU schon beschlossen sind. Also zum einen mal haben wir die ganze Kryptogesetzgebung. MiCA, Travel Rule, DAC 8, der Informationsaustausch zu Kryptotransaktionen. Dann haben wir ab 2029 das zentrale Kontenregister in der EU. Dann kommt ab 2026 das Digital Wallet in vielen EU-Ländern, auch in Deutschland. Das sind alles Sachen, ja, die sind schon bekannt. Ja, jetzt kannst du dir überlegen, welche Datenmengen hier tatsächlich angesammelt werden durch diese verschiedenen Systeme. Und die werden natürlich alle miteinander verknüpft. Jetzt stell dir vor, es kommt noch der digitale Euro. Das wird alles miteinander verknüpft werden. Und dann kann man KI nehmen, und diese KI wird dann die Daten auf ganz spannende Weise hier auswerten können. Das heißt, möglicherweise bist du dann schon 5 Jahre aus Deutschland weg, und dann kommt das Finanzamt auf dich zu und sagt dir, naja, wir haben jetzt mal die Daten hier interpretiert und haben festgestellt, dass sie ja damals in Deutschland noch Steuern hinterzogen haben. Oder man vermutet das, oder man konstruiert irgendwas, oder man konstruiert irgendeinen Fehler. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass du irgendwelche kriminellen Machenschaften im Sinn hast. Das Schlimme ist ja, dass sowas konstruiert werden kann, ja. Oder man macht einen ehrlichen Fehler und weiß es gar nicht und ist dann am Ende der Dumme. Also, das geht aber nur mit Daten, und diese Daten können die Behörden nur sammeln, wenn du eben im Hoheitsgebiet der Behörden lebst.
Das heißt, je früher du dich aus Deutschland verabschiedest, je früher du dich aus der EU verabschiedest, desto geringer ist die Datenmenge, die die Regierung über dich sammelt, desto schmaler ist also die Mappe, sage ich jetzt mal, oder die Datei, welche hier die Behörden in Deutschland oder aber auch in Österreich und möglicherweise auch in der Schweiz hier über dich haben. Und besonders bedrohlich ist es ja, wenn man davon ausgehen muss, dass dann auch in deinem neuen Wohnsitzland, insbesondere in der EU, die Behörden auf die gleichen Daten zugreifen können. Beim zentralen Kontenregister ist das so. Da können Ermittlungsbehörden EU-weit auf deine Kontodaten der letzten 5 Jahre aus irgendeinem EU-Land zugreifen. Stell dir mal vor, du ziehst nach Spanien um und da gibt es irgendwelche Transaktionen, die vielleicht nach deutschem Recht völlig in Ordnung sind, die aber aus spanischer Sicht hier irgendwie verdächtig wirken oder wie man aus spanischer Sicht hier möglicherweise einen Verdächtigen identifiziert. Weil man mit der KI hier verschiedene Schemata identifiziert hat, verschiedene Kriterien gefunden hat, auf Basis deren Erfüllung man sagen kann, wenn das und das zutrifft, dann ist es wahrscheinlich, dass diese Person, whatever, ein Steuerhinterzieher ist. Ja? Also das heißt, du ziehst nach Spanien um und dann haben die Spanier Zugriff auf deine ganzen historischen Daten. Und möglicherweise gibt es dann in Spanien eine Untersuchung, obwohl du überhaupt nichts gemacht hast, nur aufgrund der Datenmenge. Das heißt also, es muss in deinem Interesse sein, dass der Staat so wenig wie möglich Daten über dich hat. Deshalb ja immer auch mein Appell an dich, selbst wenn du noch in Deutschland lebst, dann beginne Infrastruktur im Ausland aufzubauen. Schaffe dir zum Beispiel einen Plan B in einem Nicht-EU-Land, besorge dir Konten in Nicht-EU-Ländern, ja, damit die Daten nicht an die Behörden so ohne weiteres dann durchfließen. Natürlich, du musst dennoch ehrlich sein, du musst dich dennoch natürlich hier nach dem Legalitätsprinzip verhalten, ist ja völlig klar. Das heißt, wenn es Meldepflichten gibt, dann musst du natürlich diesen Meldepflichten folgen, das ist ja völlig klar. Aber dann kannst du wenigstens selbst kontrollieren, was du an die Behörden meldest und es sind nicht diese gigantischen Datenmengen, die am Ende in der Hand der Behörden für dich dann nur zu Problemen führen können. Also, jetzt überleg dir das nochmal mit dem Auswandern. Vielleicht ist es doch besser, das früher zu machen als später. Zumindest, wenn du flexibel bist. Ich würde es nicht hier auf die Hinterbank schieben. Vielleicht ist ein saurer Apfel, in den du beißen musst. Vielleicht musst du einen inneren Schweinehund überwinden. Vielleicht musst du dich auch hier lösen von bestimmten Dingen, um dich hier frei zu strampeln. Aber wie gesagt, je früher du gehst, zumindest vor dem Hintergrund der Dinge, die ich dir hier erzählt habe, desto besser ist es. Wenn du dich auch mit dem Thema Auswandern beschäftigst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Seit fast 20 Jahren tun wir nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen Auswandern, Vermögensschutz, Steueroptimierung im Ausland zu helfen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.